Herzlich willkommen in der Aquarellschule Ella de Fee hier bei Malen mit Kerstin und den ersten Weihnachtskartenmotiven. Letzte Woche haben wir zur Vorbereitung Bubbles und Waterdrops bekommen und das brauchen wir hier jetzt für diese Weihnachtskarten und werden jetzt gleich mit den Farben, mit der Farblehre beginnen. Für dieses Bild brauchen wir ein Deckweiß, Gouacheweiß, Zitronengelb, Cadmium-Orange hell, Zinnoberrot, Alizarin Karmesin, Sepia braun, Peinesgrau bläulich und Heliocellin blau. Einen Casaneo Nummer 12 von Da Vinci, einen Maestro Nummer 3 von Da Vinci, natürlich meinen Elastip, da findet ihr den Link unten in der Box, und einen weißen und einen schwarzen Buntstift. Und jetzt geht's los. Ich habe mir einen Bereich des Blattes abgeklebt und feuchte ihn an mit dem Elastip. Wir malen zuerst das Bild mit dem Waterdrop, also mit Regen draußen, und da brauchen wir einen Untergrund in Zitronengelb, Kobalttürkis, Peinesgrau bläulich und verblenden das Ganze miteinander. Statt des Kobalttürkises, das ist optional, könnt ihr ein Heliocellin blau nehmen oder eben ein preußisch blau. Sobald wir es ein bisschen verblendet haben, aber nicht so regelmäßig, dass es flächig wirkt, lassen wir es trocknen und holen dann mit dem Schrubberpinsel oder einem mittleren Detailpinsel, Maestro Nummer 3 zum Beispiel von Da Vinci, holen wir diese Laufspuren von Wasser am Fenster heraus mit der Auswaschtechnik. Die Auswaschtechnik findet ihr in anderen Videos, da werde ich oben rechts etwas verlinken für euch, wo ich das nochmal genau erkläre. Wir holen auch einzelne Wassertropfen heraus, die so am Fenster kleben, die da hingespritzt sind und da so einfach bleiben. Es ist sicher ein kalter, sehr regnerisch, feuchter Abend und man ist froh, man ist im Haus. Im Haus ist es gemütlich, es riecht vielleicht nach Lebkuchen oder Kaminfeuer. Und man sitzt in der Wärme und kann hinausschauen in dieses regnerische Gestürm. Mit dem Maestro Nummer 3 und einem Peinesgrau bläulich malen wir die Schatten an diesen Fließspuren entlang und verblenden sie zur Fließspur hin ein bisschen. Man kann das Ganze auch nochmal abdunkeln, wenn man das Gefühl hat, es ist noch ein bisschen zu hell. Wichtig ist, dass es verblendet ist und dass alle 3 Fließspuren diese Schattierung aufweisen. Dass die Helligkeit auch noch ein bisschen intensiviert wird, gerade dort, wo man vielleicht nicht ganz zufrieden ist, kann man ein Deckweiß verwenden. Auch die Tropfen brauchen diese Schattierung natürlich, immer nach unten hin abgedunkelt, nach oben hin heller, weil das Licht ja so von oben mittig kommt mir. Und ja, man kann dann auch noch einmal durch Reiben die hellen Stellen ein bisschen aufhellen oder wie gesagt einfach ein Deckweiß dafür verwenden. Manchmal wirkt Deckweiß auch sehr schön, sehr pastös und ein bisschen deckend eben, und man bekommt wirklich so einen hellen Glanz hinein. Andere Male gefällt es mir mehr, wenn ich die Sachen auswasche und es einfach so belasse, aber das kommt auf das Motiv des Bildes an. Ja, um das jetzt noch ein bisschen mehr zu dynamisieren, hole ich mir ein Deckweiß von Schminke, ein Gouacheweiß von Schminke hinzu und helle wirklich die Tropfen als auch die Fließspuren auf, dort wo eben die helle Seite ist, die Glanzseite des jeweilig abgebildeten. Ich kann es vielleicht noch ein bisschen verblenden, dort wo ich das Gefühl habe, dass es Not tut. Das ist immer schön. Und am Schluss werde ich das Ganze trocknen lassen und kann dann, wie gesagt, mit einem weißen und einem schwarzen Buntstift da noch einmal drüber gehen und da kann ich einiges noch einmal verbessern. Also gerade so kleine Details, die, ja, das ist eigentlich oft sehr schön, wenn das dann anschließend erst verbessert wird und nicht schon gerade von Beginn an, da man ewig herummalt,
Ihr seht, hier habe ich jetzt den Buntstift, den schwarzen in der Hand, habe das Ganze vorher aber sehr gut trocknen lassen, sonst nimmt die schwarze Farbe nicht wirklich so gut an, das Blatt, wenn ich auf feucht male. Also Buntstift geht gut auf trocken, außer ich habe einen Aquarell-Buntstift. Ja, ihr seht, wo ich die Striche auftrage, halt in der im Schattenbereich, und nun werde ich das Fenster einzeichnen. Das mache ich zuerst auch mit diesem schwarzen Buntstift und einem Lineal, weil ich möchte, dass es wirklich sehr gerade ist. Da beachtet ihr den Hintergrund eigentlich gar nicht, sondern zieht wirklich einfach die Striche hinein, dieses Fensterkreuze, sodass ihr das schön vorbereitet habt, und anschließend können wir auch das Washi-Tape entfernen und wie gesagt dann das Fenster noch komplett fertig malen. Diese Washi-Tapes, die bekommt ihr in jedem gut sortierten Künstlerfachmarkt, oft auch in einem Supermarkt. Also Washi-Tapes gibt es zurzeit, glaube ich, in sehr vielen Geschäften. Ja, nun mit einem Peinesgrau-bläulich male ich den Fensterrahmen außen mit einem Casaneo Nummer 12 von Da Vinci, und ich streiche es einfach ins Weiß hinein. Bilde nicht Anfang noch Ende, lasse es einfach dann so stehen. Kann mit Auswaschen oder ein bisschen Aufhellen vielleicht noch ein bisschen Struktur hineinbringen und vor allen Dingen auch ja, das Dreidimensionale einer Fensterleibung zum Beispiel. Also da kann ich noch einiges ein bisschen konkretisieren, wenn ich das möchte. Das seht ihr hier jetzt, dass ich das mache. Und am leichtesten geht es natürlich mit einem ausgewaschenen, ein bisschen trockeneren Pinsel. Aber ihr seht, ich mache keine Zeichnung daraus im Außenbereich, sondern ich lasse es relativ salopp. Das Aufwendigste war das Glas mit den Wassertropfen. Jetzt ziehe ich auch mit derselben Farbe noch die Fensterkreuze ins Bild, verblende es im Rahmen noch ein klein wenig, und schon habe ich ein fertiges Fensterbild. Und wir können zu unserem nächsten weihnachtlichen Fensterbild gehen. Hier steht die Kerze im Fenster, und ja, als Weihnachtskarte eignet sich das wunderbar. Ihr könnt die Ränder einfach einreißen, da verlinke ich euch oben auch ein Video von letztem Jahr von mir, wo ich zeige, wie ihr Weihnachtskartenränder wie Spitzen gestaltet, also dass das wirklich richtig zauberhaft ausschaut. Das geht mit diesem dicken Aquarellpapier wunderbar gut. Ich starte mit einem Cadmium Orange Hell, gemischt mit einem Zinnoberrot im unteren Bereich und gefolgt von Sepia-Braun. Ich verblende das Ganze, also alle drei Farben verblende ich sehr gut, mische von unten noch ein Peinesgrau-bläulich hinein, wieder gut verblenden, und wenn ich zufrieden bin mit dem Verblenden, gehe ich zum nächsten, und das ist in diesem Bild ganz sonderbarerweise bzw. ausnahmsweise ein Deckweiß, was ich da dazu nehme, wenn ich da zufrieden bin mit meiner Hintergrundgeschichte, mit meiner bunten. Das werdet ihr gleich sehen. Da nehme ich ein Deckweiß von oben, dass da so dieses schneeig, kalte, kreidige auch, dieses ja, vielleicht auch ein bisschen düstere hineinkommt, dass ich dann, wie gesagt, im vorderen Bereich mit dieser warmen Kerze den Innenbereich des Hauses signalisiere, und im Außen sieht man dieses Kalte, wo man eigentlich gerade nicht so gerne sein möchte. Ja, sobald ich diesen Hintergrund fertig gestaltet habe, gut verblendet habe und es zufrieden bin, wie er geworden ist, lasse ich ihn sehr gut trocknen und male dann meine Kerze hinein. Hier auch wieder mit der Auswaschtechnik. Wie gesagt, oben habe ich euch ein Video verlinkt zu dieser Technik. Das könnt ihr euch einfach einmal anschauen. Das ist etwas sehr Tolles, Geniales eigentlich in der Aquarellmalerei, was man da machen kann. Und nach unten hin in einer Mischung auch mit Deckweiß male ich eine gräuliche Kerze bzw. die Spiegelung meiner Kerze im Fenster, also die Fensterspiegelung von meiner Kerze. Ich dunkle es auch noch mal ein bisschen ab, sodass es ganz zart, ganz leicht schattiert ist, vor allen Dingen die Laufspuren des Wachses.
Und wenn ich das Gefühl habe, ich bin es zufrieden, kann ich noch die Stellen ein bisschen aufhellen, die also die Glanzstellen sind auf einer Kerze, die helle ich auf und dann bin ich schon fertig mit dieser Kerzenspiegelung im Fenster. Nun hole ich mein Washi-Tape vom Blatt, weil ich brauche jetzt den Fensterrahmen. Ich lasse alles ganz, ganz gut trocknen und nehme dann ein Sepia-Braun und male mit einem Casaneo Nummer 12 von Da Vinci den Fensterrahmen. Dieses Mal male ich wirklich einen Fensterrahmen und habe dann auch für die Fenstersprossen verwende ich dann auch dieselbe Farbe, also auch Sepia-Braun. Und für die Fenstersprossen, da werde ich einen Maestro Nummer 3 verwenden. Der ist ein bisschen schmaler, da kann ich leichter schmale Striche ziehen. Auch mit Sepia-Braun, einfach freihand. Ein Fensterkreuz, das muss auch nicht lineal gerade sein, sondern wirklich freihand. Ja, im Außenbereich, sodass aber trotzdem der Fensterrahmen sichtbar bleibt, male ich eine braune Wand mit verdünntem Sepia-Braun am besten. Und ihr könnt auch ein bisschen Cadmium-Orange hell hinzumischen, was ich hier gemacht habe. Also gerade wie ihr das Gefühl habt, so wirkt es warm und schön. Da malt ihr jetzt den Fensterrahmen außen herum. Und also beziehungsweise die Wand um das Fenster und lässt das Ganze dann trocknen. Einfach gerade so, wie es ist. Teilweise darf man die Pinselstriche sehen. Es ist gut, wenn es nicht zu flächig wirkt. In dem Fall, es ist ja kein Himmel, sondern es ist Holz oder Mauerwerk, je nachdem. Und ja, da brauchen wir ein bisschen Struktur. In derselben Farbe mit ein bisschen mehr Weiß wie die Kerze mischen wir, also diese Weiß-Grau-Mischung tragen wir im unteren Bereich auf, dort wo die Fensterbank sein soll, weil auf die Fensterbank möchte ich einen Kerzenständer stellen. Weil die Kerze, die sich im Fenster spiegelt, die muss ja irgendwo stehen, sonst würde sie sich nicht spiegeln. Bevor oder währenddem die Fensterbank trocknet, kann ich die Fensterscheibe schon ein bisschen glasiger malen. Und zwar mit einem Gouache-Weiß von Schminke und dem Maestro Nummer 3 male ich meine Scheiben. Scheiben male ich so, dass der Hintergrund durchschimmert, dass ich sehr trocken auf trocken arbeite, dass ich wie beim Wasser das horizontale und vertikale Element nütze. Und ihr seht hier jetzt, ja, die Scheibe ist wirklich gläsern geworden. Man hat das Gefühl, im Außenbereich ist Schnee. Ich habe sie trocknen lassen und jetzt bin ich wieder bei der Auswaschtechnik. Ich male hier die Kerzenflamme und die Kerze der Kerze, die auf dem Fenster auf der Fensterbank steht, und habe auch den Fensterrahmen an der Stelle, wo das meiste Licht der Kerze hinfällt. Da habe ich diesen Fensterrahmen ein bisschen aufgehellt. Alles mit der Auswaschtechnik, was ich hier mache. Wie gesagt, die Auswaschtechnik habe ich euch oben rechts vorher verlinkt. Gut, wenn ich zufrieden bin mit meiner Kerze und dem Kerzenständer, dann nehme ich ein Alizarin-Karmesin gemischt mit ein bisschen einem Zinnoberrot und koloriere meine Kerze. Die darf wirklich so ein schönes, dunkles, weihnachtliches Rot aufweisen, sodass ein bisschen Wärme hineinkommt in mein Bild. Ich dunkle sie ab mit Peinesgrau-bläulich und vergesse auch die Wachstropfen nicht, die an der Kerze herunterlaufen. Und ja, gehe dann über zu meinem Kerzenständer. Da verwende ich ein Peinesgrau-bläulich und ich grundiere den einfach mal. Also ich koloriere ihn einfach. Jetzt ist er noch nicht dreidimensional, er ist jetzt einfach nur koloriert. Und sobald er passt und dann trocken ist, kann ich ihn kolorieren, dreidimensional gestalten. Das mache ich hier jetzt auch bei der Kerze. Ich verwende einen Schoberpinsel oder einen Maestro Nummer 3 von Da Vinci und wasche mir die Stellen aus, die erhaben sind, die auf mich zugehen, die ja
herausleuchten sollen. Das mache ich sowohl bei der Kerze als auch beim Kerzenständer. Das könnt ihr jetzt einfach schauen, wo diese Stellen sind. Ihr müsst euch vorstellen, oben bringt die Kerze ein Licht, vom Fenster her fällt auch Licht, weißes Winterlicht herein. Also muss da einfach an verschiedenen Stellen, muss man da Aufhellungen vornehmen. Die Kerzenflamme färbe ich noch ein bisschen mit einem Cadmium Orange Hell, einfach, dass sie noch ein bisschen wärmer wird. Und dann kann ich noch im unteren Bereich ein bisschen Schatten malen auf der Tischfläche, auf der Fensterbankfläche, dass dieser Kerzenständer gut Boden hat, gut steht. Das ist wichtig, dass er nicht da herumschwebt. Und ja, dann nähern wir uns dem Ende unseres Bildes. Ihr könnt mal einen Schritt zurück machen. Vielleicht möchtet ihr es so stehen lassen. Wenn nicht, nehmen wir noch ein paar Schattierungen vor und aber machen zum Beispiel noch etwas wie einen Vorhang oder ihr stellt vielleicht noch eine Pflanze neben die Kerze oder eine Tasse Tee oder Kaffee. Also man kann da verschiedene häusliche Dinge noch dazu stellen. Ich male hier gerade mit der Auswaschtechnik noch verschiedene Glanzpunkte hinein, Lichtstellen im Fenster, wo das Fenster hinleuchtet und so weiter. Also ja, das ist mit der Auswaschtechnik sicher viel schöner zu erreichen, als wenn ihr es mit Farbe malen würdet. Sobald alles ganz gut trocken ist, kann ich mit einem Faber-Castell-Buntstift den Docht malen und auch noch ein paar Nuancen an der Kerze vornehmen, sodass man sie ein bisschen strukturiert und dass man dort abdunkelt, unterhalb von diesen Fließtropfen an der Kerze selber, dass man sie aufhält, oberhalb dieser Fließtropfen und unterhalb mit Schwarz abdunkelt. Ja, ihr seht, ich mache relativ viel hier auch noch mit Weiß, einfach da kommt das Licht noch ein bisschen in mein Bild herein. Das finde ich, ja, das ist schön, da kann man wirklich Licht einfangen und zwar sehr gezeichnetes Licht, also ja, es ist nicht so kompliziert wie mit dem Pinsel, mit dem Buntstift. Wenn man da ein wenig zeichnerisches Talent hat, dann kann man da ganz leicht dann diese Nuancen einbringen. Wenn man es da schwerer hat, nimmt man vielleicht besser einfach den Pinsel und macht es mit dem Pinsel, dann braucht es nicht ganz so gezeichnet, so konkret zu sein. Auch hier im Vordergrund dunkle ich einfach noch ein bisschen alles ab und ja, nun brauchen wir dann nicht mehr viel. Ich mache oben meine Kerzenflamme noch ein bisschen aufgehellt, unten das Cadmium Orange Hell, von oben kommt jetzt ein sehr helles Gelb dazu, was ihr mit dem aus Zitronengelb und Deckweiß mischen könnt. Auch hier mache ich noch Glanzpunkte mit Deckweiß direkt hinein und dann ist dieser Kerzenständer mit der Kerze fertig. Jetzt brauchen wir nur noch ein paar Nuancen am Fenster selber. Hier zum Beispiel noch einmal dieses Aufhellen der Fensterleibung, also des Fensterkreuzes, und dann möchte ich hier noch einen Vorhang hinhängen, neben das Fenster, auch wieder in Rot. Die Kerze ist in Rot und hier auch dieses Alizarin Karmesin eignet sich hier sehr schön und macht das Ganze noch ein bisschen weihnachtlich wärmer. Es ist mir immer wichtig, dass es ein bisschen weihnachtlich ist und warm. Weihnachten ist für mich etwas Warmes. Draußen ist es kalt und drinnen ist es warm. Das ist dieser Unterschied, dieses Komplementäre, dass man wirklich auch so dieses Warme spürt in der Familie, im Raum, unterm Weihnachtsbaum. Und ja, das erzeugen wir mit Licht, das erzeugen wir mit warmen Farben oder eben auch mit Rot- oder Orange-Gelbtönen. Da wird es dann einfach so schön warm. Ich dunkle hier noch ab mit Peinesgrau-bläulich und dann kann ich mich freuen, denn nachdem ich hier jetzt noch die Glanzpunkte hineingewaschen, alles habe trocknen lassen und noch einmal mit einem Zinnoberrot über alles drüber gegangen bin, um genau diese Stellen mehr ins Zinnoberrote gehen zu lassen. Nachher bin ich fertig eigentlich mit dem Bild. Da haben wir dann alles geschafft und können uns unseres Bildes freuen, unseres
Weihnachtsbildes, ja, vielleicht kann man es als Karte verschicken. Ich mache an Weihnachten immer sehr gerne Weihnachtskarten aus meinen Bildern, sodass man gerade schon Weihnachtsgeschenke hat. Da braucht man dann nicht noch zusätzlich die Wirtschaft zu unterstützen und großmächtig einzukaufen. Man kann einfach ein gemaltes Bild von Herzen schenken und meistens kommt es besser an, als wären es wertvolle materielle Geschenke. Nun wünsche ich euch eine ganz, ganz wunderschöne Novemberzeit. Das ist ein sehr dunkler Monat und wenn wir da viel Licht in unsere Malerei bringen, dann tut es unserer Seele gut. Also alles Gute und bis bald. Tschüss!